Kurz etwas vorab. Ich habe in meinem vorigen Video über eine Marke immer den Namen falsch ausgesprochen. Und zwar heißt das Museway und nicht Musway. Also der Name kommt von Music is the Way, also Moose und Way, Museway. Dementsprechend, als ich euch vor ein paar Monaten diese Museway M5 Endstufe gezeigt habe, ausgepackt habe, habe ich gesagt, die baue ich jetzt ein und probiere sie aus. Und genau das habe ich getan. Ich habe sie in mein Auto eingebaut. Ich habe noch ein bisschen Zubehör dazu bekommen, aber das auch eingebaut. Habe das halt mit dem Handy eingestellt, habe das mit dem Computer eingestellt, habe die durch meinen Endstufentest gezogen. Ja, und jetzt gibt's hier einmal alles zusammengefasst. Heißt, ich berichte ein bisschen, wie ich die Endstufe fand. Ich gehe über die App, über das Programm auf dem Rechner und ich gehe aber auch über die Messergebnisse, die ich daraus bekommen habe. Grundsätzlich hat sich an der Endstufe hier nichts geändert. Das heißt, das ist immer noch hier die M5, eine 5-Kanal DSP-Endstufe mit 4-mal Leistung für ein Frontsystem und einmal Leistung für einen Subwoofer. Schöne kleine, edel verarbeitete Endstufe, definitiv. Dazu gab es aber dann noch das hier. Das ist der BTA2. Das ist ein Bluetooth-Dongle für App-Kontrolle und Audio-Streaming. Das heißt, das Ding kann man ganz normal hier in den Bluetooth-Port stecken und hat dann halt entsprechend auch Bluetooth-Steuerung. Das heißt, wir können hier per App reingehen und haben auch noch Audio-Streaming dazu. Und ein zusätzliches Add-on, was es noch gab, ist die Remote-Fernbedienung. Das heißt, hier das Teil können wir halt irgendwie vorne am Auto dran machen. Haben hier den Stecker. Steckerverlängerung ist da, sodass wir dann halt am Ende in den DRC-Port hier rein können und dann halt auch die Fernbedienung verbunden ist. Damit die Fernbedienung halt irgendwie befestigt werden kann, gab es natürlich wieder etwas zum 3D-Drucken. Das hier ist jetzt quasi mein 3D-Druck, den ich benutzt habe. Heißt, das Kabel kommt hier so durch. Und dann haben wir hier einmal die Befestigung für unser Remote und wurde hier quasi vorher einmal ans Radio dran geschraubt. Das werdet ihr gleich im Video sehen, wie das aussieht. Finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch, dass halt die Fernbedienung direkt am Display hängt und man da halt direkt bedienen kann, Presets ändern kann, Lautstärke ändern kann, all den ganzen Spaß. Genau, also diese Sachen gab es quasi dazu. Das ist halt die ganz normale Fernbedienung, die es gibt. Und das ist der Bluetooth-Dongle. Alle Sachen habe ich eingebaut. Das heißt, das ist alles im Auto. Und deswegen würde ich sagen, springen wir jetzt direkt ins Auto, bauen die Sachen ein, probieren sie aus, probieren die Apps aus, probieren aus, was möglicherweise passieren kann, wenn etwas nicht funktioniert. Und dann kommen wir nochmal zurück hier und dann gucken wir uns gemeinsam die Testergebnisse an. Also, los geht's. So, und das war's. Heißt, diese Endstufe hat jetzt hier angetrieben meine Ground Zero Breitbänder, die 60 EQ, die gerade drin sind. Zusätzlich die CSR 8. Vielleicht sieht man so ein bisschen, da sieht man sie. Sehr cool. Das sind tatsächlich die CSR 16 Tiefmitteltöner von Eaton, die hier drin stecken. Und zusätzlich ist halt hinten im Auto noch ein kleiner Subwoofer von ESX verbaut, der halt jetzt hier mit angetrieben wurde. Eigentlich eine coole Kombi. So, die Endstufe ist hier wie immer hinter dem Sitz montiert. Heißt, der Sitz vom Smart und direkt dahinter hängt die Endstufe. So habe ich das bisher mit allen gemacht. Was wir hier sehen, ist halt der optische Eingang. Wir haben hier das Bluetooth-Modul, das heißt das Bluetooth-Modul BTA2 hängt hier dran. Wir haben hier das USB-Kabel und hier unten drunter ganz klassisch Stromkabel plus minus und die Kabelpeitsche für den Subwoofer, die Kabelpeitsche für die anderen Sachen. Alles, was wir hier nicht gebraucht haben, haben wir abisoliert. Das heißt, Plus und Minus ist hier jetzt erstmal einfach nur abisoliert, damit wir hier keine Probleme haben. Ja, ansonsten alles ganz normal auf meinem Kabelbaum hier einfach rumadaptiert, damit wir hier verschiedene Stufen testen können. Genau, das hängt hier drin und was man noch nicht gesehen hat, ist hier ist der Anschluss für die Fernbedienung. Der Stecker hier passt rein theoretisch mit dem Stecker von der ESX. Die andere Seite sieht sehr ähnlich aus, aber ich kriege es einfach nicht hin. Das heißt, ich habe halt einmal ein neues Kabel gezogen. Ist jetzt im Smart nicht so wild.
im Smart läuft der ganze Spaß hier über den Remote. Das heißt, das hier ist die Fernbedienung, die jetzt hier dabei ist, wo man entsprechend dann auch Sachen einstellen kann. Das heißt, wir können hier quasi den Input auswählen, optisch, High Level, Bluetooth oder AUX. Ich habe hier standardmäßig auf optisch stehen. Autoerkennung ist aber an. Das heißt, sobald ich hier versuche, eine Bluetooth reinzustreamen, wechselt der hier automatisch auf Bluetooth. Wir können ebenso Subwoofer-Level einstellen. Das heißt, wir können hier Subwoofer-Level einstellen, wie wir es haben wollen. Und wir können hier unsere Presets ändern. Das heißt, hier Preset 1, 2 und so weiter. Alle Presets, die ich habe. Ich habe jetzt mit Subwoofer ist jetzt quasi mein Preset, das ich halt nutze. Eine coole Funktion, die ich hier übrigens finde, ist, das ist nicht ganz eindeutig beim lauter und leiser machen. Das heißt, wenn ich langsam die einzelnen Sachen hier hoch mache, dann seht ihr, wechselt das Zahl für Zahl. Zahl für Zahl wird es immer mehr. Wenn ich jetzt aber quasi leiser mache, dann ist es genauso. Das heißt, es ist alles super. Wenn ich aber schnell hoch mache, ihr seht, ich mache 3 Klicks und ich bin quasi deutlich schneller. Es geht runter genauso. Das heißt, ich mache 3 schnelle Klicks rüber und nochmal 3 und nochmal 3. Das heißt, hier ist halt, wenn man schnell hochdreht und leise dreht, ist hier quasi so eine andere Systematik hinter, was ich ganz cool finde, weil so kann man halt genau einstellen. Wenn man aber schneller dreht, dreht man mehr. Das heißt, wenn man schnell leise machen will, ist es gar kein Problem. Wenn man schnell laut machen will, hat man quasi in 2 Umdrehungen den Maximalpegel hier erreicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das könnte ein bisschen anpassbarer sein, aber so von der Funktionalität komme ich damit echt gut klar. Ja, wie gesagt, optisch halt ganz normal hier vom Joying geht es dann direkt da rein. Ja, und dann würde ich sagen, als nächstes gucken wir uns mal einmal die Sachen auf dem Laptop an und einmal im Handy. Die Musway App verbindet sich automatisch, wenn ich im Auto bin, mit meiner M5 und das sehen wir quasi auch oben, ist jetzt quasi das Verbundenzeichen und M5. In dieser Anzeige ist jetzt die Fernbedienung, das heißt die Remote, die wir uns gerade angeguckt haben, die ist deaktiviert und wir können hier drüber alles steuern. Also wir können hier halt ganz normal muten, wir können lauter und leiser machen, wir können hier unser Subwoofer-Pegel ändern, wir können hier jetzt aber auch alles ein bisschen genauer ändern. Also hier jetzt nicht, aber Subwoofer-Pegel können wir jetzt tatsächlich auch mit Kommaschritten machen. Wir können hier unsere Quellen auswählen, High Mixing Level. Wir können unsere Presets umschalten, das heißt, hier sind die verschiedenen Presets, die es gibt, einmal auch gespeichert. Und hier drüber können wir Presets problemlos wechseln. Ich wechsle wieder auf mein normales Preset mit Subwoofer. Ein bisschen leiser, damit ich mich gleich nicht erschrecke. Und gehe jetzt mal oben rechts auf Advanced. Und hier sehen wir quasi alle Einstellungen, die dieser DSP halt hat, können wir auch mit dem Handy machen. Das heißt, wir können hier zwischen den verschiedenen Kanälen wechseln. Ich habe hier ein Breitbänder und ein Tiefmitteltöner und einen Subwoofer nur angesteuert. Das heißt, wir sehen hier die entsprechend 5 Kanäle, die ich benutze. Die 3 übrigen Kanäle sind aktuell nicht in Benutzung. 4 meine ich natürlich. Das heißt, die kann man zur Seite scrollen. Und ich habe noch 4 Kanäle, die ich theoretisch noch zusätzlich verwenden könnte für einen zusätzlichen Hochtöner, für ein Hecksystem, für ein Refill, was auch immer. Hier sind wir quasi im EQ-Modus. Das heißt, wir haben hier einen parametrischen Equalizer. Und wir können hier entsprechend auf die einzelnen Sachen klicken. Ich gehe jetzt auf EQ 01, auf den Gain, auf den Q-Faktor und auf die Frequenz. Kann natürlich hier auch im Frequenzfeld, ich kann im Frequenzfeld keine Zahl eingeben. Das ist schon mal natürlich maximal unglücklich. Heißt, ordentlich einstellen wird jetzt hier schwierig, weil ich treffe natürlich die Ausgangslage, die ich gerade hatte, nicht. Ich versuche mal etwas Ähnliches hinzukriegen. Ja, sobald man los ist, verändert man es so ein bisschen. Ich lade gleich einfach mal mein Preset nochmal neu. Wir sehen hier unten, können wir tatsächlich auch im Handy dann jeden Kanal einzeln muten. Das heißt, jedes EQ-Band, was wir hier haben, und wir haben 31 EQ-Bänder, können wir separat muten oder wieder zurückstellen. Das ist natürlich ganz cool. Wir können auch den kompletten EQ bypassen. Lasse ich jetzt mal. Ja, das ist hier quasi der
Bereich. Hier können wir oben rechts über die Pünktchen können wir sagen, okay, ich will was laden, was exportieren, Factory Reset machen. Das heißt, wenn ich was exportiere, kann ich sagen, ich kann ein oder alle Preset exportieren. Klicke jetzt mal auf Single, kann ich einen Namen eingeben und auf Save klicken. Jetzt habe ich das Ding irgendwie in dem Handy drin. Das heißt, hier jetzt habe ich tatsächlich diese Datei, die ich wieder laden könnte. Die findet sich irgendwo in der Applikation. Das Teilen und so wird aktuell noch ein bisschen schwierig. Nächste Sache, die wir uns angucken, ist hier unten der Reiter Output. Hier sehen wir tatsächlich, okay, wir sehen oben die Weiche. Wir können hier Channels muten. Das ist natürlich eine coole Funktionalität. Wir können pro Kanal sagen, wie wir den trennen wollen. Das heißt, hier gibt es halt alle Möglichkeiten der Trennung. Und unten haben wir die Möglichkeit, Sachen zu linken, so die Phase zu drehen und auch als Subchannel zu definieren. Das heißt, wir sehen hier oben steht auch schon Sub dran, weil das hier ein Subchannel ist. Subchannel 5 ist 5 und das heißt, das Ding reagiert dann entsprechend auf die Remote. Über Time Alignment haben wir die einzelnen Verzögerungen, die wir hier für alle neuen Kanäle machen können. Wir haben hier auch einen Delay Calculator, das heißt, wir können hier Zentimeterangaben machen und der wird uns das dann entsprechend runterrechnen in Verzögerung. Das ist natürlich ganz cool. Ansonsten können wir hier auch Delay Groups ansetzen. Wir haben hier jetzt eine Delay Group bestehend aus 3 Kanälen. Ja, das funktioniert hier auch eigentlich ganz cool. Und als letztes haben wir die Input Volume. Hier sehen wir den Eingang. Das ist das Eingangsrouting. Das heißt, wir sehen auf dem ersten Kanal gebe ich halt sowohl von AUX, Bluetooth als auch optisch, gehe ich hier halt mit Maximalpegel rein. 2 wieder rechts, 3 links, 2 rechts und im Subwoofer habe ich AUX ist sowieso nicht angeschlossen, nicht drin, aber dafür gibt es hier halt Bluetooth und optisch dann halt einfach beide rein getan. Okay, was können wir noch machen? Wir können hier tatsächlich, nein, den meinte ich nicht, obwohl hier können wir halt auch nochmal in About gucken, welche Version wir drauf haben. Okay, wir können hier auf Save klicken und jetzt können wir Presets. Wir können bis zu 6 Presets speichern auf dem Ding. Wir versuchen mal den 4. Preset zu löschen. Das heißt, ich klicke auf den Mülleimer. Werde ich gefragt, will ich wirklich löschen? Ja, will ich löschen. Jetzt habe ich den 4. gelöscht. Da steht jetzt zwar immer noch Audi-Test. Wir klicken mal auf Abbrechen und rein. Jetzt ist das halt hier weg. Und wenn wir den jetzt halt als neuen Preset speichern wollen würden, könnten wir hier reingehen in die 4 und sagen Video Test. Würden sagen fertig, würden sagen Save. Und dann wird er sagen Save Successful. Und wenn wir jetzt hier nochmal zurückwechseln, sind wir jetzt oben, sehen wir im Videotest. Und wir könnten zurückwechseln auf den Subwoofer. Mit Subwoofer habe ich den genannt. Und ja, da haben wir jetzt entsprechend wieder, wir können mal gucken, im EQ auf dem ersten Channel. Okay, jetzt habe ich keine Chance mehr. Mein Preset ist leer. Oh. Warum? Keine Weichen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Verstehe ich gerade nicht. Wechseln mal auf Videotest. Okay. Hier ist alles drin. Und mein Channel 3. Weswegen auch immer habe ich es geschafft, jetzt mein eigentliches Preset zu killen. Sehr interessant. Okay. Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Ich weiß gerade nicht, was ich getan habe. Auf jeden Fall ist mein Preset gerade weg. Aber ich habe ja es ja zum Glück auf Video. Das heißt, ich kann hier die Frequenz nachher richtig einstellen. Das machen wir gleich einfach mit dem Laptop. Und versuchen es dann nochmal zu speichern. So, Videotest ist drin. Ich würde sagen, ich beende das jetzt hier erstmal. Das Problem, was ihr gerade gesehen habt mit der App, dass ich quasi Presets gespeichert habe und dann ein Preset weg war. Das habe ich natürlich direkt nach dem Aufnehmen
zu Audiodesign gemeldet, wurde an die Entwicklungsabteilung weitergegeben und wird sobald möglich behoben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es den Fehler nicht mehr gibt, ist natürlich relativ hoch, weil das schon ein Update kam. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Entwickler hatten Zeit, aber es wird auf jeden Fall ein Update dafür kommen, keine Sorge. Das heißt, das ist hoffentlich bald oder schon gefixt. Grundsätzlich, wenn man mit dem Handy oder mit dem Computer verbunden ist, dann ja, ist die Remote jetzt erstmal deaktiviert. Das heißt, erst wenn die App komplett weg ist, dann wird das hier wieder funktionieren. Aber als nächstes versuche ich mich mal mit dem Rechner zu verbinden. So, auf dem Rechner angekommen, USB ist reingesteckt, das heißt, ich starte jetzt einfach die Musway. Software. Und hier ist auch schon die Musway. Software jetzt quasi verbunden. Wir sehen M5, wir sehen verbunden, Quelle optisch und wir sind im Preset 4. Video-Test. Ich finde, hier ist auf Computer ein bisschen schwieriger, die Quellen bzw. die Presets zu wechseln. Das ging gerade auf dem Handy recht cool. Hier haben wir sowas wie Sound Setup. Und hier können wir sagen Sound Setup vom Gerät laden und Sound Setup auf Gerät speichern. Das heißt, ich klicke mal auf Laden und jetzt werden die hier alle angezeigt. Beziehungsweise ich könnte jetzt mal 3 laden. Da sehen wir keinen Namen. Eine 2 laden, da sehen wir Impulstest. Eine 1 laden ist der Test. Und der 4 ist der Videotest, den wir gerade gemacht haben. Das heißt, das ist hier auch keinen Sinn, den 3er zu laden, weil der ist tatsächlich weg. Was wir jetzt aber direkt mal als erstes machen, ist, ich gucke mir mal kurz die Frequenz an, die wir gerade hatten. 139 Hertz waren das auf dem ersten Kanal. Das heißt, ich gehe hier auch direkt rein. Ich bin im ersten Kanal und hier gehe ich 139 wieder rein und sage das jetzt über Sound Setup auf Gerät speichern. Jetzt kann ich sagen, auf welchem Gerät, auf welchem Preset. Das nenne ich wieder mit Subwoofer. Klicke auf OK und dann sind die Sachen hier erfolgreich geladen worden. Das heißt, ich bin jetzt wieder im Preset 3 mit Subwoofer. Okay, also wir haben gesehen, auf dem Handy schwierig, die Frequenzen richtig einzustellen. Und ja, irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, mir ein Preset zu killen. Was tatsächlich gar nicht so lustig wäre, weil danach waren ja alle Kanäle voll aktiviert. Heißt an der Stelle auch ein bisschen gefährlich, wenn da wirklich Musik rauskommt für eventuelle Hochtöner oder so. Aber wir gehen einmal mal über die Oberfläche. Heißt, wir haben hier unsere verschiedenen Kanäle, die wir wählen können. Subwoofer ist als Subwoofer markiert. Das heißt, wir sehen hier, das leuchtet rot, weil er ein Subwoofer ist. Alle anderen können wir hier uns halt auch entsprechend ein- oder ausblenden lassen. Das heißt, ich kann hier halt hingehen und sagen, ich will nur den Kanal sehen, der gerade ausgewählt ist, oder ich will auch die anderen Kanäle sehen. Ist beim Equalizen jetzt erstmal so nicht notwendig. Wir sehen hier die parametrischen EQs. Wir haben hier auch einen Reset-Knopf, der eigentlich ein Bypass-Knopf sein sollte. Das heißt, die Übersetzung hier ist leider noch nicht hundertprozentig richtig, weil damit können wir genauso wie auf dem Handy war es richtig bezeichnet, einmal den Kanal bypassen, beziehungsweise ich glaube, da stand sogar nichts. Aber Reset ist hier einfach falsch, weil es ist kein Reset. Reset wäre zurücksetzen, dass wir hier EQ zurücksetzen und hier haben wir es ja auch zurücksetzen und bypassen. Das heißt, wir können hier den Channel bypassen, dann sind alle Sachen beigepasst oder halt wieder zurückstellen. Wenn wir den zurücksetzen, ist der halt platt. Parametrischen Equalizer können wir halt ein- und ausschalten. Das heißt, wir können uns das hier sperren, dass wir Q-Faktor und Frequenzen ändern können. Das wollen wir natürlich haben. Wir sehen hier den Mastervolumen. Sound Setup haben wir uns schon angeguckt. Sound Routing können wir uns jetzt mal angucken. Das heißt, hier sehen wir, welcher Kanal. Hier haben wir einfach so eine Input-Output-Matrix, wo wir sagen können, okay, welcher Kanal soll wo was hinspielen. Haben wir hier entsprechend eingestellt. Subsetup, hier können wir sagen, welche Kanäle bis zu 4 halt der Subwoofer sein sollen. Das soll das Subwoofer sein, ist okay. Delay, Calc, hier halt das gleiche. Wir können hier mit Entfernungen uns was kalkulieren, brauchen wir nicht. Und in der Delay Group haben wir hier auch wieder diese 3 Lautsprecher definiert, die hier verzögert werden sollen. Ansonsten haben wir hier unsere High-Pass, Low-Pass pro Gerät einfach drin stehen. Das heißt, wir sehen hier, was für eine Typ wir haben wollen, welche Frequenz und wie viel dB pro Oktave, das heißt die Steilheit an der Stelle.
Genau, was können wir sonst noch machen? Wir haben hier unsere Quelle, wir sind verbunden. Viel mehr gibt es nicht in dieser App. Das heißt, die ist schon übersichtlich. Wir können hier nochmal in die Einstellungen gehen. Wir haben nochmal, welche Sprache das Ding haben soll. Audio Mode und Power Save Mode, wann das Ding in Power Save Mode gehen soll. Möglichkeit, Firmware-Updates zu machen. Und hier nochmal den Mute-Knopf für generell. Aber ansonsten ist es das gewesen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ja, die komplette App einmal durchgefrühstückt. Und damit lässt sich dieser DSP echt schön konfigurieren. Endstufe ist jetzt wieder ausgebaut, Endstufe ist wieder hier und jetzt können wir uns gemeinsam mal die Messergebnisse ein bisschen angucken. Das heißt, leistet die Endstufe wirklich das, was sie soll? Wie sind die Verzerrungen? Wie verhält sich die Endstufe bei mehreren gleichzeitigen Tönen und so weiter und so fort? Und wie ist natürlich die Leistung? Gucken wir uns das hier einmal an. Ich habe halt ein paar Messungen gemacht. Das hier ist jetzt erstmal 1 Kilohertz bei 5 Watt. Also wir sehen hier unseren 1 Kilohertz Peak und hier sehen wir den Clear-Anteil. Das heißt, wir haben hier schon ein bisschen was passiert, definitiv. Und wir haben hier ein THD plus N von 0,013%. THD alleine ohne N ist bei 0,0045%. Das sind Werte, die sind okay, meiner Meinung nach. Kanaltrennungstechnisch habe ich halt auch nochmal, da wechseln wir hier einmal kurz auf DBFS. Da ist es so, dass wir hier bei 26 liegen und auf dem anderen Kanal, das ist quasi jetzt der zweite Kanal, sind wir bei 97,7. Und wenn ich das einmal schon mal ausgerechnet hatte, habe ich hier eine Kanaltrennung von 72,1 Dezibel. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr brauchbarer Wert für die Kanaltrennung. Das nächste haben wir Intermodulation. Das heißt, wir haben hier einen 60 Hertz Ton und einen 7 Kilohertz Ton. Und hier sehen wir die, insgesamt haben wir eine Intermodulation 0,069%. Wir haben auch nochmal Intermodulation zwischen 19 und 20 Kilohertz. Hier sehen wir quasi diese ganzen Sachen, die dadurch entstehen können. Da sind wir bei 0,13%. Wir haben auch nochmal Multitone. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Töne, die wir hier spielen. Und hier sehen wir, okay, hier haben wir auf jeden Fall einen relativ großen und hohen Rauschteppich, der dadurch entsteht. 0,1% TD plus N. Das habe ich definitiv schon besser und gleichzeitig auch schlechter gesehen. Dann haben wir hier einmal den Frequenzgang und wir sehen, okay, über 24 Kilohertz geht hier nichts. Das heißt, der fällt hier rapide ab. Das liegt natürlich auch am DSP, weil der DSP selber nur eine Abtastrate von 48 Kilohertz hat. Deswegen geht es hier halt nicht weiter. Ansonsten sehen wir aber, dass wir hier phasentechnisch und lautstärketechnisch sehr, sehr linear sind. Das heißt, hier gibt es tatsächlich von der Frequenz her nichts zu messen. Dann haben wir ein bisschen Verzerrung. Das hier ist quasi der erste Kanal. Wir sehen grundsätzlich hier unsere Clear-Werte sind sehr, sehr niedrig. Hier mit unserem Noise zusammen kommen wir auf die 1% tatsächlich hier bei 56 Watt. Das heißt voll in den Specs. Wenn wir alle Kanäle gleichzeitig belasten, das heißt, jetzt haben wir wirklich einmal Vollgas gegeben, sind wir immer noch bei 52 Watt. Das ist auch super. Dann haben wir das gleich nochmal nach Frequenz. Das heißt, wir sind hier wieder bei 5 Watt. Und haben dann geguckt, okay, wie ist denn das Clear-Verhalten bei 5 Watt? Und wir haben eine klassische Kurve, das heißt hier bei 1 ist es relativ niedrig und das bleibt auch relativ niedrig, geht halt hier im Bassbereich ein bisschen hoch und im Hochtonbereich ein bisschen hoch. Das ist aber ordentlich, was wir hier sehen. Und wir haben hier auch nochmal einen Step Multitone, den brauchen wir uns jetzt nicht angucken. Das waren jetzt die 4 Leistungskanäle von dieser Endstufe. Jetzt gibt es natürlich auch noch einen Subwoofer-Kanal und auch den wollen wir uns einmal anschauen, wie da die Ergebnisse geworden sind. Also auch da einmal THD plus N auf 5 Watt, das heißt 1 Kilohertz und 5 Watt. Ja, auch dieser Subwoofer-Kanal, der funktioniert Full Range, das heißt, da können wir einmal alles messen. Und da haben wir halt auch einen brauchbaren Wert von 0,056. Und
ja, das ist halt sehr, sehr nah an dem Wert mit dem Noise. Das passt soweit ganz gut. Auch hier haben wir unser Intermodulation. Hier sehen wir, dass ein bisschen mehr Schmuh passiert im Oberton. Also 0,35. Die Werte schreibe ich nachher noch in unserem Specsheet zusammen. Das hier ist jetzt quasi unsere Störung bei 19 und 20 Kilohertz. 0,16. Wir hatten gerade unser Multiton an der Stelle. Ich vergleiche gleich auch nochmal. Dann haben wir hier unseren Frequenzgang. Hier sehen wir tatsächlich, okay, absolut nichts zu mäkeln am Frequenzgang. Der ist quasi genauso wie von dem anderen. Und hier können wir einmal schon mal auf die Distortion gehen. Und jetzt haben wir hier tatsächlich nach Frequenz bei 5 Watt. Hier haben wir einmal Leistung und hier können wir mal gucken. An 1%, also an 4 Ohm, hat das Teil jetzt 240 Watt gemacht. Und an 2 Ohm, gucken wir mal, wo wir den finden, da sind wir bei 300 Watt an 2 Ohm für den Subwoofer-Kanal. Das liegt alles voll in den Specs und ist halt genauso, wie es eigentlich sein soll. Das heißt, die Werte sind vollkommen in Ordnung, die passen. Und jetzt vergleichen wir nochmal die beiden Kanäle, ob wir da halt irgendwelche Unterschiede sehen. Ich habe mal ein bisschen Ordnung gemacht und ein bisschen umbenannt, damit ein bisschen Übersicht existiert und ich mich auch nicht vertue bei den Sachen, die ich hier vorlese. Also wir gucken uns erstmal, das hier ist der Subwoofer-Kanal und das sind die normalen Kanäle, die wir haben, die 4. Da sehen wir logischerweise, dass die Kanäle mit weniger Leistung ein bisschen besser, was heißt ein bisschen, definitiv besser hier abschneiden, einfach beim 1 Kilohertz beim Clear. Wenn wir uns die Verzerrung angucken, auch hier sehen wir natürlich ganz klar, dass die 4 Kanäle, die wir haben, hier besonders im Hochtonbereich besser performen. Im Subwoofer-Bereich gibt es eigentlich keinen Unterschied. Wenn wir auf die Verzerrung hier gehen, da ist auch der Subwoofer, ja, logischerweise, der ist nicht dafür gemacht, der ist für Leistung gemacht. Und hier sehen wir definitiv auch mehr Störungen untereinander. Wenn wir uns Multiton nochmal anschauen, auch hier sehen wir, dass der Subwoofer hier im oberen, ich würde sagen so ab 1 Kilohertz auf jeden Fall schlechter wird als die 4 Kanäle. Wenn wir uns die Frequenzgang nochmal zusammen anschauen, sehen wir hier auch, dass tatsächlich an der Stelle die 4 Kanäle früher schon absagen, aber was ist früher, also bei 20 Hertz ist noch alles gleich und dann hält der normale Subwoofer-Kanal noch ein bisschen besser durch, aber das passt soweit auch alles. Alles in allem muss ich sagen, eine coole Endstufe. Vom Format halt ein kleines Ding, also wirklich, wirklich klitzekleine Endstufe mit einem super feinen Finish. Also Oberfläche, Oberfläche drüber dran, richtig cool. Die App funktioniert, auch cool. Die PC-Software, alles auf einen Blick, das funktioniert auch. Das heißt, es gibt kein große, hey, wir haben das Feature, das Feature, das Feature, aber es ist solide und funktioniert. Messdaten von den Endstufen, auch alle im Rahmen. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo zu wenig Leistung kommt, weil man denkt, okay, die Größe, wie soll man das machen? Das funktioniert tatsächlich alles und das ist halt wirklich ganz, ganz cool. Mit der Endstufe hatte ich viel Spaß, ich hatte ein schönes Setup. Also wirklich 2 Wege mit dem Subwoofer. Das hat Spaß gemacht bei der Größe. Das Teil kann man überall verstecken. Das heißt, das ist jetzt im Vergleich zu den anderen DSP-Endstufen mit auch mehr Kanälen und mehr Leistung natürlich was anderes. Aber es funktionierte sauber und war wirklich eine schöne Endstufe, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Weil es funktioniert auf dem iPhone, es funktioniert halt auf dem Computer und es läuft. Wir haben Digitaleingänge, wir haben High-Level, wir haben eigentlich alles, was wir haben wollen. Und natürlich die Möglichkeit, mit unseren 4 zusätzlichen Ausgängen auch noch eine 4-Kanal-Endstufe mit anzuschließen und dann halt noch mehr Bums zu bekommen. Von Massbay gibt es auch viele andere Stufen. Die haben gerade erst eine 2 kW Endstufe, Subwoofer Endstufe vorgestellt. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten. Oder man nimmt einfach 2 von den Dingern und hat dann halt 10 Kanäle. Das heißt, man hat 8 Kanäle mit weniger Leistung, 2 Kanäle mit mehr Leistung. Also kann man halt auch alles machen. Sehr, sehr flexibel.
schöne Endstufe. Gefällt mir. Danke, dass ich es ausprobieren durfte. In dem Sinne, danke schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Das Gebäude, was hatten diese Mooseway Endstufe gezeigt habe, die M5. Dementsprechend, als ich euch vor ein paar Monaten diese Mooseway M5 Endstufe gezeigt habe, ausgepackt habe, habe ich gesagt, die baue ich jetzt ein und